Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal und heute geht es um die Top 10 Wasserfälle auf Island. Bleibt also dran. Wenn ihr auf meinem Kanal seid, ihr könnt hier unter Kanalinformationen auf verschiedene Links zugreifen, wie hier zum Beispiel die Islandkarte. Ihr werdet sie aber auch unter diesem Video finden, damit ihr die verschiedenen Spots, die wir heute besprechen, auch wiederfinden könnt. Also, lasst uns auf die Karte schauen. Das ist die Islandskarte mit meinen Spots, die ich markiert habe, und wir werden uns jetzt die Top 10 Wasserfälle anschauen. Wasserfall Nummer 10 ist ein sehr bekannter Wasserfall, der auch öfters in Kalendereinträgen und so weiter zu sehen ist. Er befindet sich im Nordwesten der Insel. Ja, ihr könnt es auch hier nochmal sehen, wenn ich aus der Insel rauszoome. Er befindet sich hier ganz im linken oberen Zipfel, nennt sich Kirkjufellos. Warum ist es Platz 10 für mich? Ich fand den Wasserfall, als ich das erste Mal gesehen habe, am Ende der Reise, weil wir die Reise im Prinzip einmal gegen den Uhrzeigersinn gemacht haben, relativ unspektakulär, weil man so viel gewaltige Wasserfälle gesehen hat, mit so riesen Wassermassen, und dann kam das einem eigentlich vor wie so ein kleines Rinnsal. Das Interessante allerdings an diesem Wasserfall ist wirklich dieser Berg im Hintergrund, wie man es auch hier auf dem Bild sehen kann auf Google. Das heißt, der Wasserfall an sich ist relativ klein, aber die Kombination mit dem Berg im Hintergrund, das macht diesen Berg eben besonders, und deswegen kommt er auch oft in Kalendern vor. Top 9 Wasserfall ist für mich der Selfoss, der befindet sich hier im Norden der Insel, wie ihr es hier schön sehen könnt, und ist auch ganz nah zu einem später vorkommenden Wasserfall, dem Dettifoss. Das Besondere hierbei, wenn wir uns hier auch nochmal die Bilder anschauen, beziehungsweise ja, es ist ein U-förmiges Tal, in dem von allen Seiten Wasser reinkommt, und es hat eine ganz besondere Atmosphäre. Top 8 Wasserfall ist für mich der Gullfoss. Wie ihr es hier sehen könnt, befindet sich im Goldenen Dreieck, ist auch eine riesengroße Attraktion für Touristen, weil das Goldene Dreieck, wie ihr es jetzt hier sehen könnt, das ist im Prinzip das Goldene Dreieck hier, da werden natürlich auch viele Ausflüge hingeplant, und dementsprechend kann es dort voll sein. Deswegen mein Tipp, geht entweder sehr früh morgens hin und habt dort in der Nähe schon eine Unterkunft, oder etwas später abends, weil dann die Busse entweder noch nicht da sind oder schon wieder weg sind. Ansonsten gewaltiger Wasserfall in eine kleine Erdspalte, oder was heißt klein, in eine Erdspalte rein, mit riesen Wassermengen und Wasserdunst, und man kann eben von verschiedenen Ausblicken auf den Wasserfall schauen und kommt diesem auch sehr, sehr nahe. Top 7 ist für mich der Godafoss, der befindet sich auch wieder im Norden der Insel. Ich würde sagen, der Godafoss, der Dettifoss und der Gelfoss sind sozusagen die drei bekanntesten Wasserfälle. Deswegen sind dort natürlich auch viele Menschen unterwegs. Dieser ist natürlich dann noch nahe zu der nördlichen größeren Stadt, wo auch Kreuzfahrtschiffe anlegen können. Deswegen ist es dort auch relativ schnell voll. Allerdings ist es wirklich schön, man kann an dem Fluss entlang laufen und kann bis an die vordere Spitze des Wasserfalls kommen. Und es ist auch hier wieder eine Art U-förmiges ja, Tal, wo die Wassermassen runterfließen, und es ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre dort zu sehen, wenn es nicht zu voll ist, was bei uns leider der Fall war. Deswegen haben wir dort nur kurz verweilt und sind dann schnell wieder weiter, weil einfach zu viele Leute dort waren. Top 6 Wasserfall ist für mich der Svartifoss. Der befindet sich hier im Süden der Insel, auch in der Nähe der ganzen Gletscher. Was ich hier besonders finde oder was ihn besonders ausmacht, man kann hier auch ganz schön sehen, sind die Basaltsäulen, die eben durch die erkaltete Lava entstanden sind. Deswegen hat er eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist auch ein kleiner Spaziergang oder kleine Wanderung dorthin. Aber sie lohnt sich, und ja, für mich, wie gesagt, einer der besonderen Wasserfälle, die man dort erkunden kann. Man kann auch bis nach ganz vorne hinlaufen und bekommt dann einen ganz schönen Eindruck von diesen Säulen und eben von dem Wasserfall.
Kommen wir zu meiner Nummer 5. Das ist der Dettifoss. Wie gesagt, auch einer der sehr bekannten Wasserfälle. Auch wieder im Norden. Und normalerweise kann man, wie man hier sehen kann, den Dettifoss und den Selfoss zusammen besuchen. Es gibt hier einen Parkplatz. Und dann kann man zum Dettifoss laufen und noch ein Stückchen Richtung Selfoss und kann dann beide auf einmal erkunden. Was den Dettifoss für mich so magisch macht, sind einfach die gewaltigen Wassermassen. Und wenn man davor steht, hat man das Gefühl, das Wasser zieht einen richtig in die Tiefe. Ähm, Es hat schon was Besonderes und es wurde auch beispielsweise für verschiedene Filmkulissen wie Prometheus bei der Einführung, die ersten Szenen verwendet. Aber generell Island ist natürlich ein Ort, wo viele Filme gedreht wurden. Meine Top 4 ist der Skogafoss, der befindet sich wieder im Süden der Insel, sozusagen bevor die Gletscher anfangen, auch relativ nahe an der Ringstraße, kann man eigentlich super gut hinlaufen. Und das Schöne daran ist, man kann direkt bis vorne an den Wasserfall hinlaufen, sieht dann diese riesen Wassermassen, kann aber eben auch seitlich einen Spaziergang über die Treppen bis nach ganz oben laufen und sieht dann sozusagen die Abbruchkante. Und wenn man Glück hat, ist dieser Wasserfall natürlich auch so angedacht, dass man einen wunderschönen Regenbogen sehen kann. Natürlich, wenn man Glück hat. Der Top 3 Wasserfall für mich ist der Hengifoss. Der befindet sich im Osten der Insel, wie man hier ganz gut sehen kann. Und das Besondere an diesem Wasserfall sind wirklich diese verschiedenen Farben. Es gibt verschiedene so Steinsfarben. Das eine ist natürlich die erkaltete schwarze Lava und dazwischen gibt es eben rote Lehmschichten und die schimmern, je nachdem wie das Licht scheint, wahnsinnig schön. Und das Besondere ist auch, es gibt einen wunderbaren Weg. Also man kann nicht direkt davor halten und muss dann sozusagen in einer U-Form auf der einen Seite des Flusses hochlaufen. Es dauert auch einiges, aber es ist es wirklich wert, da bis nach oben zu laufen und dann hat man auf dem Weg, wie man jetzt beispielsweise hier sehen kann, nochmal kleinere Wasserfälle zwischendrin und ganz oben hier sieht man schon den großen Hengifoss aus der Ferne. Also es lohnt sich, hier nach oben zu laufen und dann eben oben diesen wunderbaren, farbenfrohen Wasserfall zu sehen. Meine Top 2 ist der fast unaussprechbare Wasserfall Seljalandsfoss, der sich auch wieder hier im Goldenen Dreieck im Süden befindet. Und das Besondere hier an diesem Wasserfall ist sozusagen, dass man hinter dem Wasserfall durchlaufen kann sozusagen und einmal um diesen Wasserfall ringsrum laufen kann. Man sieht hier hinten die Leute, wie sie langlaufen und bekommt dann eben nochmal einen ganz anderen Eindruck von den Wassermassen, die hier runterfließen und man hat ganz in der Nähe davon, man kann da sozusagen direkt hinlaufen, hier noch nebendran einen weiteren Wasserfall, in dem man in eine Felsspalte reinlaufen kann und dann dort auch nochmal sozusagen was Besonderes erleben kann, wie das Wasser dann in dieser kleinen Höhle nach unten fließt. Mein persönlicher Favorit und Top 1 Wasserfall auf Island, den wir zumindest erkennen oder erleben durften, ist der Haifoss. Er befindet sich auch im Goldenen Dreieck, ist allerdings etwas abseits und man muss auch etwas Offroad fahren, am besten mit einem Vierradantrieb. Wir haben zwar auch andere Autos gesehen, aber Vierradantrieb ist definitiv zu empfehlen. Und dann sieht man einfach diese riesengroße Schlucht mit zwei wunderschönen Wasserfällen. Es kann man gar nicht so richtig beschreiben, wie hier die Wassermassen nach unten strömen und die gewaltige Tiefe der Schlucht. Es gibt natürlich auch noch Wanderwege, die dann beispielsweise zu einer nahegelegenen kleineren Schlucht führen. Aber diese Aussicht in die Schlucht mit diesen Wasserfällen, dann noch ein bisschen den Abenteuerfaktor auf dem Weg dorthin und eben dann teilweise auch wunderschöne Regenbogen, die sich dadurch ergeben, ist einfach für mich der schönste Wasserfall, den ich sozusagen auf der Rundreise kennenlernen durfte.